Und wenn auch das Gericht objektiv ist, wie ich Ihnen sagte, so heißt das nicht, dass wir so naiv sind, alles zu glauben, was jeder Zeuge oder ein Angeklagter als Zeuge uns erzählt. Sie können annehmen, dass wir uns bemühen werden, Wahrheit von Unwahrheit zu scheiden. However, although the court is objective, as I have told you, this should not be construed to mean that we are so naive as to believe anything we are told by any witness or any accused person. As a witness, and you may be sure that we shall try to distinguish between truth and falsehood. Sehen Sie, Sie wollten ein Buch schreiben und Sie wollten ein Beispiel geben, ein Sühnebeispiel für die kommenden Generationen. Sie hatten besonders die deutsche Jugend im Auge, wie Sie sagten, dass die Jugend aus den Fehlern der früheren Generationen lernt, wie man es nicht tun soll. Jawohl. Und das sollte nicht ein Reklamebuch werden oder ein Propagandabuch werden, sondern ein aufrichtiges Buch. Jawohl. Und wie Ihnen der Herr Vorsitzende schon sagte, anstatt ein Buch zu schreiben, benutzen Sie die Gelegenheit, das hier in Ihrer Zeugenaussage dasselbe zu tun, was Sie in dem Buch schreiben würden. Jawohl. Aber das hat nur Wert, wenn Sie durch Aufrichtigkeit überzeugen, nicht nur das Gericht überzeugen. Sie können noch nicht mal Ihre Söhne überzeugen, wenn sie nicht aufrichtig sind. Das ist mir bekannt. You have said here before that you had intended writing a book and that it was your intention to serve as an atoning example for the coming generation, and that you had especially the youth of Germany in mind when you said that this should be a deterrent and youth should learn from the mistakes of the previous generation what should not be done. And as the President of the court has told you, and yes, you also said it was not to have been a propagandistic book, but a frank and sincere work. And as the President of the court has told you, instead of writing it in a book form, you were now being given the opportunity of doing the same thing right here in your testimony. And you could say the very same things here which you would have written in a book. Yes, of course. But when you say these matters, you have to convince not only the court, you also want to convince your sons, and you cannot do this unless you are absolutely frank. Yes, of course. Heute beenden Sie voraussichtlich Ihre Zeugenaussage. Und das ist voraussichtlich für Sie die einzige öffentliche Gelegenheit, der Welt gegenüber zu zeigen, wo Sie stehen und wes Mann Sie sind, ob Sie ein Mann sind oder ob Sie, wie Sie sagten, sich drücken wollen von der Wahrheit. Sie können das auch jetzt noch tun, aber heute ist vielleicht der letzte Tag. Jawohl. Today,
You are לסיים את עדותך. about to complete your testimony, presumably. וזאת אולי And therefore, this may be ההזדמנות האחרונה, your last chance, היחידה, your only chance לומר to say בפני הציבור, in full view of the public היכן מקומך, what your place איזה איש is, הינך, what kind of a person you are, אם הינך איש או גבר, and if you are a man משתמט, or if you are a person who tries to evade כן, his responsibility. Yes, of כיום course. אולי עוד תוכל לעשות זאת. Today maybe you היום can זוהי still do ההזדמנות that, האחרונה. but this may be your last chance. Zuerst will ich, was die Sache selbst betrifft, zu Ihren Gunsten etwas anführen. Sie beriefen sich auf die sogenannte Kriegserklärung des jüdischen Volkes gegen das deutsche Volk. Und Ihr Verteidiger, glaube ich, deutete gestern an, dass, wenn das vielleicht auch nicht zutreffend war, dass Sie jedenfalls das geglaubt haben oder glauben konnten. Also ich habe inzwischen etwas nachgelesen, dass da in den Memoiren von Chaim Weizmann in der Autobiografie zwar nicht das drinsteht, eine Kriegserklärung, aber doch etwas, was Ihnen vielleicht Grund geben konnte, das so zu verstehen. Er schreibt dort auf Seite 509 der englischen Ausgabe, dass auf dem Zionistenkongress im August 1939, in den Tagen kurz vor Ausbruch des Krieges, da wurde protestiert gegen das britische White Paper, and schreibt, our protest against the White Paper ran parallel with our solemn declaration that in the coming world struggle we stood committed more than any other people in the world to the defense of democracy and therefore to cooperation with England, author of the White Paper. לעניין עצמו, First of all, to the matter itself, I shall now cite something which is somewhat in your favor. In your testimony, you referred to something which was called the declaration of war by the Jewish people against the German people. Your attorney indicated yesterday that even if there did not exist such a declaration, you could have believed that it did, that such a declaration had in fact existed. Now I have studied some material here. I've read the memoirs, the autobiography of Chaim Weizmann again, and I've found something on page 509 of the English text. We find something which, while not necessarily exactly a declaration of war, can be taken to mean something similar, which may have led somebody like you to believe it was a declaration of war. It says there in that passage that during the Zionist Congress in August 1939, this was just before the outbreak of the Second World War. It was in connection with protests that were being made at that Congress against the British White Paper, and it said, our protest against the White Paper was parallel to our sincere declaration that in the impending universal struggle we are committed and bound up more than any other nation in the world to the defense of democracy and thus to cooperation with Britain, which is the author of the White Paper.
Das hieß aber nicht, dass ihre Nation berechtigt war, unsere Nation anders zu behandeln als jede andere, selbst im Krieg, im offiziellen Krieg mit Deutschland befindliche Nation. But this did not mean that your nation was entitled to treat our nation any differently than it would have treated any other nation with which it was in a state of official war. Das habe ich auch gesagt. כן, זה נכון, דברים אלה אף אמרתי. Quite correct. Zum Beispiel. זאת בוודאי I pointed this הבנתי. out already. This you must have understood, I am sure. Wenn Sie nach Frankreich oder Norwegen einmarschiert sind, die Deutschen, Jawohl. die mit ihm im Krieg befindlich waren, dann haben Sie nach der Niederlage der betreffenden Nation, haben Sie dort die Juden speziell ausgesucht, oder in Holland. Wir wissen genau, dass die Holländer gesagt haben, wir kennen nur Holländer und Nicht-Holländer. Jawohl. Und die Deutschen haben gesagt, wir unterscheiden zwischen Juden und Holländern. Jawohl. Und sie haben die Juden und die Holländer nicht gleich behandelt, obgleich beide Feinde damals von Deutschland waren, oder Franzosen oder Norweger oder Polen, sondern die Juden sind nach Auschwitz geschickt worden und die anderen Nationen nicht. Jawohl. Das liegt nicht in irgendeiner Kriegserklärung des jüdischen Volkes. Nein, das habe ich auch gebrandmarkt. Gut. למשל, Now, for instance, הגרמנים, when you, the Germans, פלשתם invaded לצרפת או France לנורווגיה, or Norway, שנמצאו איתכם which were במצב in a מלחמה, state of war with Germany, אז, לאחר then, מפלתה after ההרמה הנוגעת בדבר, the defeat ביררתם of that nation, והוצאתם וביררתם במיוחד you את would היהודים, always single out the Jews and pick them out. שהרי ההולנדים Or for instance, אמרו in Holland, הם the Dutch people declared at the time that they recognized only Dutchmen or non-Dutch הגרמנים people. הבחינו רק But you, the Germans, אולם הגרמנים המשיכו רק בין made הולנדים a ויהודים. distinction between Dutchmen and Jews, and they did not treat them equally. למרות ששניהם היו Although both באותה האומה, או למשל belong to the same בצרפת, או country, to the same בנורווגיה state, או בפולין. or in France, in Norway, in Poland, the same recurred. The Jews were sent to Auschwitz, the others Yes. not. במקום אחר. Yes. And this certainly was not implied in that state of war of which you spoke. Yes, I know this. I've already וה- spoken about והאחרים it. לא. אפשר להמשיך עם לשמוע את ההמשך? זה אינו כלול בכל הכרזת מלחמה שהיא, באיזושהי הכרזת מלחמה של העם היהודי. הנאשם, כן, זאת אפרודטי. Yes, I must repeat it that I have already made it quite Der clear. Grund dafür war die hitlersche Rassenlehre. Jawohl, das stimmt auch. הסיבה The reason לכך for הייתה that תורת הגזע. was Hitler's racial doctrine. Yes, Die Unterscheidung zwischen Ariern und Nicht-Ariern. Jawohl. That was the distinction between Aryans and non-Aryans. yes, Your Honor. Jahre vor der Kriegserklärung gemacht wurde. And that distinction was made years before the outbreak of war and the declaration of war. Besonders durch die Nürnberger Gesetze gesetzlich verankert wurde. Jawohl. אשר And that distinction received its legal anchor in the Nuremberg laws. הנאשם כן. Yes, sir. Zu den Ariern
gehörten nicht nur die Deutschen, nehme ich an. Nein. ועם הארים נמנו לא רק... The Aryans were not only the Germans, I assume. Trotzdem wurde auch No, zwischen Your den Honor. Aryern noch unterschieden. Zum Beispiel die Slawen, die wahrscheinlich Arier sind, nach dieser Rassenlehre, Jawohl. die waren doch eine zweitgradige Nation, die man unterschied in der Behandlung von der erstklassigen, von Herrenvolk. Jawohl. Das hatten die Ja. politischen Instanzen unterschieden. Ja. Das ist nicht ihre Schuld. למרות Das ist nicht ihre Schuld. Das sind die Voraussetzungen für ihre. Jawohl, jawohl. למרות זאת, הבחינו גם Nevertheless, בין ערים. A distinction was made הסלאבים, among the Aryans themselves. אשר הם, For כנראה, instance, the Slavic Aryans people, לפי תורה the זו, Slavs, who I assume נחשבו were אומה ממדרגה Aryans שנייה, according to that doctrine, nevertheless אשר were considered Aryans נטע בטיפול of לגבי second-grade Aryans. הערים ממדרגה And there was ראשונה, a או distinction עם האדונים, between the treatment שנקרא הנאשם, meted כן. out to Aryans of the first degree or the master race and the secondary Aryans, the more inferior people. Yes, Your Honor, this distinction had been made by special authorities dealing with race problems. ולא הייתה זו אשמתך, So this אלה was not התנאים, your שם fault. שונהר. The conception of a Schönherr למעשה, כאן שאלת השופט, אני מבקש לשמוע. should I go there? יכול לשמוע את זה רגע? למעשה, מסיבות But מדיניות, as a matter of fact, for political reasons, this particular conception was not applied to the Arab peoples. At any rate, I do not know about this. I haven't read anything about it in any relevant document. This hatred was not directed against other Semites. All this theory was bequeathed by Hitler from Schönherr. Dann noch eine andere Sache. Sie vergleichen oftmals die Vernichtung der Juden mit der Bombardierung deutscher Städte und die Tötung jüdischer Frauen und Kinder mit der Tötung deutscher Frauen und Kinder durch Bombardierung, besonders in den letzten Kriegsjahren. Aber es ist Ihnen doch wahrscheinlich klar, dass da ein wesentlicher Unterschied besteht, ob das Ziel ein Kriegsziel ist, ein Widerstand leistenden Feind, einen bewaffneten Feind durch Bombardierung zur Kapitulation zu zwingen, wie auch die Deutschen versucht haben, England durch Bombardierung zur Kapitulation zu zwingen. Und nach der Kapitulation würde natürlich das Bombardement aufhören. Das einerseits. Und einzeln, sagen wir mal, aus jedem Haus die jüdischen Männer, Frauen und Kinder rauszuziehen oder sie vor die Polizei einzuladen, von einer Stapo-Leitstelle abführen zu lassen und sie nach Auschwitz zu schicken und sie dort zu vernichten. Der Unterschied ist doch Es ist wesentlich, nicht? selbstverständlich ein gewaltiger Unterschied, das stimmt. Warte, erklären Sie nachher den Unterschied oder das Gleiche. Ich will erst mal übersetzen lassen. Jawohl. אולם אתה משווה לעתים קרובות Often you compared the extermination of the Jews
with the bombing raids on German cities, and you compared the murder of Jewish women and children with the death of German women and children in aerial bombardments, especially in the latter years of the war. But it surely is clear to you that there is a distinction, a basic distinction between these two. If in the first case this was a war objective, to bring an enemy to his knees, an armed enemy, to use the bombardments as a means of forcing the enemy to surrender, just as the Germans tried to bring the British to surrender through their bombings. And after the surrender, of course, the bombings immediately cease. That is one distinction. There is another one. When you take Jewish men, women and children from their homes and hand them over to the state police headquarters, and they are detained and arrested, and they are sent to Auschwitz for extermination there, this is one thing. It is quite different. The difference is enormous, of course. You wanted to add something? Die Atomisierung von Hiroshima und Nagasaki handelt, ob es sich um die Zerbombung von Wohnvierteln handelt, egal ob das in England oder Deutschland ist, ob es sich um Vergasung von Juden handelt. Alles ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Das ist klar. In jener Zeit lebte man in einer Zeit der von Staatswegen legalisierten Verbrechen. Und es ist die Verantwortung der Befehlsgeber gewesen. Gut, darauf werden wir noch kommen. Und, jawohl, auf die Verantwortung. Und ich auf mich, und deswegen habe ich diese Sachen angeführt, die Bomben, Tode und so weiter, die direkte Wirkung, wenn ich die Leichen gesehen habe, auf mich ist psychologische, Sie meinen die psychologische Auswirkung? Das meine ich, auf mich persönlich bezogen, denn ich habe kein Recht, hier diese Angelegenheit global zu behandeln. Ich habe auch nicht das nötige Wissen dazu, um es fachlich zu behandeln. כי בין אם זוהי הפצצת הירושימה או נגסקי, This is the atom bomb on Hiroshima or Nagasaki, or the bombing of homes in England or Germany, whether this is a question of gassing of Jews. In all cases, this is a crime against humanity. That is clear. But the period was when these crimes were legalized by the state, and this is the responsibility of those who issued the orders. Judge Halevi, we shall come to the question of responsibility. The accused, as far as I was concerned, therefore, the direct influence, Judge Halevi, you mean the psychological influence? The accused, yes. I refer to my own person and personality because I am not permitted to speak about the whole business. I do not have the necessary professional preparation. Internationale Kriegsgesetzgebung gibt, Jawohl. Haager Konventionen und dergleichen, Jawohl. dass Zivilbevölkerung, dass jede Zivilbevölkerung geschützt ist Jawohl. vor Maßnahmen, die nicht zum Krieg für militärische Ziele erforderlich sind. Jawohl. Gut. ידעת, הלא ידעת כפי הנראה,
it seems that there is legislation international in regard to the conduction of war. Yes, because That the civil population is protected from actions which are not meant for the continuation of the war itself. yes, exactly. Sie sagten, dass für Sie der Eid eine der höchsten moralischen Verpflichtungen darstellt. Jawohl. אמרת כי לגביך Said that as far as you were concerned, the taking of the oath is one of the highest moral Yes. responsibilities. Dem Führer die Treue geschworen und hatten auch innerhalb der SS eine Treupflicht gegen den Reichsführer der SS, Himmler. Jawohl. ונשבעת אמונים And you swore loyalty to the Führer, and in the framework of the SS, you had a duty of loyalty towards the Reichsführer of the SS, Himmler. Yes. Wollen Sie mal hier vorlesen, was Himmler in seiner bekannten Posenschen Rede vom 4. Oktober 1943 über die Judenevakuierung erklärt hat. תרצה לקרוא כאן Will בקול you read aloud Himmler's declaration in his known speech at Posen on the 4th of October 43 in regard to the evacuation of Jews? Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet, sagt ein jeder Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir. Ausrottung machen wir. Und schauen Sie alle an, die braven 80 Millionen Deutschen, und jeder hat seinen anständigen Juden. Es ist ja klar, die anderen sind Schweine, aber dieser eine ist ein prima Jude. Von allen, die so reden, hat keiner zugesehen, keiner hat es durchgestanden. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Denn wir wissen, wie schwer wir uns täten, wenn wir heute noch in jeder Stadt, bei den Bombenangriffen, bei den Lasten und bei den Entbehrungen des Krieges noch die Juden als Geheimsaboteure, Agitatoren und Hetzer hätten. Wir würden wahrscheinlich jetzt in das Stadium des Jahres 1916-17 gekommen sein, wenn die Juden noch im deutschen Volkskörper säßen. Die Reichtümer, die sie hatten, haben wir ihnen genommen. Ich habe einen strikten Befehl gegeben, den SS-Obergruppenführer Pohl durchgeführt hat, dass diese Reichtümer selbstverständlich restlos an das Reich abgeführt wurden. Wir haben uns nichts davon genommen. Einzelne, die sich verfehlt haben, werden gemäß einem von mir zu Anfang gegebenen Befehl bestraft, der androhte, wer sich auch nur eine Mark davon nimmt, der ist des Todes. Eine Anzahl SS-Männer, es sind nicht sehr viele, haben sich dagegen verfehlt und sie werden des Todes sein, gnadenlos. Wir hatten das moralische Recht, wir hatten die Pflicht gegenüber unserem Volk, dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. Wir haben aber nicht das Recht, uns auch nur mit einem Pelz, mit einer Uhr, mit einer Mark oder mit einer Zigarette oder mit sonst etwas zu bereichern. Wir wollen nicht am Schluss, weil wir einen Bacillus ausrotteten, an den Bacillus krank werden und sterben. Ich werde niemals zusehen, dass hier auch nur eine kleine Fäulnisstelle entsteht oder sich festsetzt. Wo sie sich bilden sollten, werden wir sie gemeinsam ausbrennen. Insgesamt aber können wir sagen, dass wir diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volke erfüllt haben. Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Gehorsam wird im soldatischen Leben morgens, mittags und... Das bezieht sich dann auf eine zweite Frage. Das können Sie nachher. This will come later. This is in connection with another question. זה אחד ממסמכי התביעה, אולי קיים This כבר is תרגום together with the עברי. documents by the prosecution. Maybe there is a translation into the Hebrew.
Mr. Hausner, I believe there is a translation, sir, Your Honor. In the files of the court, maybe Mr. Bottenheimer will be able to find it, so we shall not waste time, and this will not be translated into the Hebrew at the moment. שופט הלוי, עד כאן, היתר מתייחס לשאלה השנייה. תו 1288. T1288. Ihre Anschauungen haben sich seither geändert, sagten Sie uns. Jawohl. Your outlook, your opinions changed since. Yes, Your Honor. 1945 waren Sie Ihrem geschworenen Eid treu. Jawohl. Up to the 8th of May 1945, you were loyal to your oath. Sie waren, Yes, sir. Sie waren überzeugter Nationalsozialist. Jawohl. You were a convinced National Socialist. בעל השקפה מבוססת Al-Hakara. על הכרה. Yes, Your Honor. Aber nach der Niederlage allmählich im Laufe der Jahre und mit Rückschlägen, wie Sie sagten, Jawohl. haben Sie sich zu einer anderen Anschauung durchgerungen. Jawohl, das hat bei mir sehr lange gedauert. Gut. But after the collapse and after the defeat, slowly and over the years, and with relapses, as you said before, you have come to a different outlook and opinion. Yes, so far as I was concerned, it was a very lengthy But process. it was a slow Zur Zeit, als process. Himmler autoritativ die damalige nationalsozialistische Anschauung zum Ausdruck brachte und besonders die Aufgaben der SS, damals wurde es für eine Ruhmestat angesehen, die Juden zu vernichten. Die Juden wurden angesehen als ein Bacillus, der vernichtet werden müsste, wie jede andere Krankheit auch. Und Erbarmungslosigkeit galt als Tugend, wenn man so sagen darf. Jawohl, das stimmt. Das muss ich zugeben. אבל אז, כאשר But at the time, ביטא היטלר when באופן אוטוריטטיבי Hitler authoritatively expressed, Himmler authoritatively gave expression to the National Socialist outlook and concept, this was regarded as a glorious deed to exterminate the Jews. They had to be exterminated the way bacteria and any other disease had to be fought and conquered. And I send Roseanne. The colonel comes to me and attacks me. כן, וחוסר רחמנות נחשבה And being devoid of mercy was considered to be a good quality. ועל זה באה התשובה. מה הייתה התשובה? כן, עליי להודות בכך. Yes, I have to admit this. It is quite correct. Bezeichneten Sie sich damals als nordisch-dinarisch, wenn ich mich nicht irre. אשר נוגע Ich hatte mich nicht so bezeichnet, das konnte ich nicht, sondern die Oder Leute, die nach Sie- diesen, ja. die Ärzte, die untersuchen. Ja, was ist das nordisch-dinarisch? Das What is ist the eine meaning of Mischung Nordisch, zwischen Dinarisch? Norddeutsch, wenn man mal so sagen Ja. möchte, und Süddeutsch. Der Alpenländer ist vorwiegend dinarisch und Ja. der gegen die Norddeutschland ist vorwiegend nordisch. Das Gemisch daraus nennt man nordisch-dinarisch. אז לפי At the מבחינת time, תורת הגזע, Then, From the point of view of the race theory, you called yourself a Nordic Dinarish. לכנות עצמי כך, I couldn't have called myself this way. This is what the doctors who examined me said.
What does the expression Nordisch Dinarisch mean? This is a combination of Northern German, of the Northern German and the Southern German, because the Southern Germans were called the generic type. These were the Germans living in the region of the Alps, and therefore this was the mixture, the blend which was applied to all Germans, Northern and generic. Blutkit, wissen Sie, was das ist? Blutkit, jawohl, jawohl, es ist ein geflügeltes Wort geworden. Ich möchte es so sagen, die andere das andere Wortspiel, Blut kittet. Ja. Blut kittet. Und was heißt das? Gleiches Blut verbindet. Aha. Es ist mehr im es hat noch eine andere Bedeutung. Abstammungsmäßigen Sinn gemeint. Also zum Beispiel in den Divisionen der Waffen-SS, wo das sogenannte germanische, es hieß, ich muss mal überlegen. Es hat Entschuldigen Sie, nein, ich meine das nicht. Blutkit hat die Bedeutung, gemeinsam vergossenes Blut kittet. Nein, so habe ich das nicht gehört, sondern Blut, So haben Sie nicht gehört. das Blut, das gemeinsame Blut kittet. Nein, nein. Gut, Sie haben sie so. השמעת את המילה דבק הדם, מרק הדם? This coagulation of blood, did you ever hear this expression, Blutkit, coagulation? Blutkit, Blutkit, as it were, blood glue. This was some sort of a high-flown term, but I remember a different application of the term. It means the common blood which sticks, meaning that it binds people together and sticks them, as it were, together into one entity. This is what it actually meant at that time. For example, in the Waffen-SS divisions, there were what was called the Germanic men. No, this is not the intention. This Blutkit, this coagulation of blood meant that blood which is being poured together, or this is what coagulates and unites. What actually meant was simply that common blood joins people together. Das wird zum Beispiel so ausgedrückt. Wir sitzen alle in einem Boot und keiner darf aussteigen. Wer sich von mir trennen will, den werde ich zwingen, mitschuldig zu werden, sodass es für ihn kein Zurück mehr gibt. What I understand by the Blutkit expression is we are all in the same boat. Not one of us will leave. He who tries to get out, I will force to be a corroborator in this crime, so that there is no way of return. This is quite correct from the linguistic point of view, and from the linguistic point of view this word would very well fit in, but I haven't heard of such application of the word in question. This at the time was not a rare event. Aus einem Bericht von Wislicenny, out of a report by Wislicenny, TAF 84, Shmonim Va'arba, 84, wo sagt, wherein he says dass ihr Prinzip that
Sein Prinzip hat mir in Ungarn Eichmann's principle, einmal in einer erregten Aussprache ins Gesicht gesagt. he Und dann kommen diese explained Worte. in my Wir face sitzen alle in einem once, Boot, in a keiner darf moment of aussteigen. rage. Wer sich von mir trennen will, den werde ich zwingen, In mit schuldig zu one werden. word, he who tries to leave me, I shall force to carry the guilt with me. Ich habe darauf zu sagen, dass es eigentlich, es liegt nicht in meiner Art, hier derart diktatorisch und aggressiv mit meinen Leuten rumzuspringen. Wissentlich ist es mir auch gar nicht gegenwärtig, so etwas gesagt zu haben. Gut, das ist genug. אני קורא כאן מתוך דין וחשבון I של read from ויסליצני, a report תף-84, of Vislitsene. This had already been translated. עקרונו של אייכמן, עקרונו הוא אמר בפניי בהונגריה בשיחה That was in זועפת. Hungary, in a very ואז enraged במובאה conversation. הזאת, אנו יושבים כולנו And בספינה that is אחת, where this ואיש לא ירד quotation ממנה, comes from. ומי No one שירד will ממני leave אותו this boat, אכריח להיות שותף לאשמה. and he who tries to leave will bear the brunt of the crime with me. This is a way of no return. The accused, I have to point it out clearly and outspokenly that I had never dealt with my subordinates in such an arbitrary and overbearing manner. תוקפנות. And I'd never used such aggressive terms. As far as I know, I've never said it at all. Dieser Satz, den ich Ihnen vorlas, der Jawohl. kommt am Message Ende I read to you von zwei vorherstehenden Sätzen, die sagen, is Eichmanns Prinzip in seiner Personalpolitik war, niemanden, der einmal in seinem Referat gearbeitet hatte, zu einer anderen Tätigkeit freizugeben. Selbst freiwillige Meldungen zum Heer oder zur Waffen-SS lehnte er grundsätzlich ab. Und dann kommt dieser Satz. Jawohl. Herr Weigert, was wollen Sie dazu sagen? Darf ich Folgendes sagen? Kurz. Meldungen zur Waffen-SS, da Oder kann zu- ich gleich ein Beispiel geben. Der Dr. Rajakovic hatte sich zur Waffen-SS gemeldet und ich habe ihm keine Schwierigkeiten gemacht von mir. Ich konnte es freilich auch nicht genehmigen. Gut. Und Personalpolitik konnte ja nicht ich betreiben, sondern die betrieb Müller. Und zwar nicht nur Müller, sondern auch schließlich das Personalhauptamt. Aber Müller hatte hier den entscheidenden Einfluss darauf. Und Sie erinnern sich nicht, ein solches Gespräch mit Vislitseni geführt zu haben? Nein, aber es ist durchaus möglich, dass es vielleicht ein Gespräch war, das ähnlich war und nun Vislitseni 1945 die Sache abgeschliffen hat, entsprechend zu seinem Gunsten. Ich kann nur wieder sagen, es stimmt weder, dass wenn irgendeiner meiner Angehörigen das Glück hatte, zur Waffen-SS zu kommen, dass ich ein Hemmschuh war, beweist Dr. Rajakovic. Gut, haben Sie und gesagt. dann das zweite Teil, dass ich Personalpolitik ja gar nicht betreiben konnte. הפסוק אותו קראתי, לפסוק אותו קראתי passage I just read to you הוא בא בסוף is שני taken פסוקים אשר קדמו לו, from the end of two other sentences אשר נאמר שם. wherein it says, עקרונו של אייכמן במדיניות כוח האדם Eichmann's שלו principle הייתה in regard to recruiting his manpower was not to free any one man who ever worked in his office and department, אפילו not even התייצבות בהתנדבות to permit them to do some volunteer work אס הלוחמת, in the fighting SS, לצבא, למה צבא? הר, זה צבא. צבא, צבא. or in army lines. הוא דחה באופן עקרוני. He refused, as a matter of principle, to allow his men to leave. הנאשם, The accused, לגבי ההתנדבות, so far as the voluntary service in the Waffen-SS is concerned,
I was approached by one of my subordinates to give him a permission to join the Waffen-SS, and I had no objection whatsoever so far as he was concerned. After all, I was not conducting manpower affairs, and I was not authorized to do anything about it, not even Müller. Don't you remember that such a conversation held between you and Wislitzeny? Perhaps I held a conversation with Wislitzeny on the subject, but in 1945 Wislitzeny had titivated this text in accordance with what he was aiming at. And if someone wanted to join the Waffen-SS, I certainly did not disturb him and certainly didn't prevent him from doing it, and the case of Dr. Jakowitsch clearly shows Sie it. kannten Heydrich persönlich ganz gut, nicht? Jawohl. He counted knew Heydrich personally quite well. Yes. War ein sehr, was für eine Persönlichkeit war er? What kind of a man was he? Besonders hervorstechend war sein Ehrgeiz, geltungsbedürftig in Verbindung mit Raffen aller möglichen Zuständigkeiten. War sehr aktiv wahrscheinlich. Außerordentlich aktiv, und sehr agil. Er hat das Reichssicherheitshauptamt sehr organisiert und er war gewissermaßen der Schöpfer des Reichssicherheitshauptamtes und best war der Architekt, möchte ich mal sagen, der das dann juristisch in die richtige Form aber der Schöpfer war Heydrich. Der Schöpfer war Heydrich, jawohl. He was extremely ambitious. He wanted publicity and wanted to ride roughshod over the others. He was extremely active, wasn't he? He was extremely active. One could say that he actually organized the RSHA. He organized the RSHA in a very good way. He was actually the founder of the RSHA. So far as Best was concerned, Best was the legal architect of it. But the founder was Heydrich. Yes, Your Honor, the founder was Heydrich. Auch die Politik, sagen wir mal, die großen Linien strategisch und taktisch der Judenvernichtung wurden wahrscheinlich von Heydrich festgelegt. Oder war das Himmler? Ich glaube, dass das Heydrich und Himmler gemeinsam wohl gemacht haben. Und zwar, und auch noch einschließlich Pohl. Pohl könnte ich da nicht ausnehmen. Dieses Triumvirat, möchte ich mal sagen, ist für die Planung, für die strategische und taktische Planung verantwortlich. The important lines of policy, shall we say, in regard to strategy and the implementation of the extermination of the Jews, they were drawn up by Heydrich, or shall we say Himmler. I would be inclined to say that Himmler together with Heydrich, but also including Pohl, because Pohl also should be included among this triumvirate, which was responsible for the strategical and tactical planning of this operation.
aufgezogen wie ein Feldzug, geplant, auch mit psychologischer Kriegführung, Taktik der Täuschung des Gegners und alles dies. Ich bin der Meinung, dass sich das allmählich dann im Laufe des Geschehens herauskristallisierte und in Notwendigkeitsfällen von Himmler dann direkt angeordnet und befohlen wurde. Ich glaube nicht, dass da von Haus aus eine, möchte ich mal sagen, eine Aktionsbesprechung gewesen ist, wo diese Sache nun bis ins Kleinste und Letzte behandelt wurde, sondern dass das sich dann automatisch irgendwie aus der Ding ergab. זה אורגן או תוכנן איפה כמערכה צבאית. Planned as a real battle, like a war. ממש לרבות לוחמה פסיכולוגית. There was also included the psychological approach. The element of surprise was included, was it not? I believe that all this had been crystallized in the course of action, if I may say so. Of course, instructions were given by Himmler, that means to say on the highest echelon. I do not think that there was some sort of general briefing where every minutest detail was discussed. This was not the case. Things developed organically later on. This developed organically and automatically, as it were. Good. Sie sagen, das hat sich, sagen wir, organisch entwickelt im Laufe der Zeit. So möchte ich das bezeichnen. You say that this developed organically. Yes, Your Honor, this is how I would like to describe it. For instance, zuerst kamen die jüdischen Gemeinden in Wien, dann Prag, dann Berlin unter die Aufsicht der Geheimen Staatspolizei zum Zwecke der Auswanderung. Jawohl, als Dienstaufsichtsbehörde war die Geheime Staatspolizei. Nein, zuerst erfolgte die Zentralisierung der jüdischen Organisationen und die Dachvereinigung. Aber ich betone die Beaufsichtigung durch die Gestapo. Jawohl, jawohl. first, the Jewish communities in Vienna, Berlin, and Prague were organized for a migration end, and this under Gestapo supervision. Yes, this was the supervising authority. But first of all, I have to point out that Jewish organizations were centralized, or I would rather say roof organization was set up. Yes, but I mean under the supervision of the Gestapo. This I stress. Yes, of course, it was under the supervision of the Gestapo. Aufgaben gegeben wurden, die Angehörigen der Gemeinden zur Auswanderung zu registrieren, die Vermögensangelegenheiten zu regeln und da eine ziemlich starke Kontrolle auszuüben, die Auswanderung sehr erleichterte. Jawohl, das stimmt und wird auch sehr ordentlich bestätigt durch Dr. Löwenherz. Die Berichte liegen vor. Ja. For instance, the Jewish functionaries were assigned to register all members of Jewish communities for emigration, also to record all belongings and facilitate emigration by strict supervision. This is correct,
and it had been corroborated by Dr. Löwenherz. Definitely. The reports thereon had been submitted to Das the ließ court. sich dann sehr schnell und einfach umschalten auf Deportationen. Jawohl. This was easy later to be switched over to deportations. This was simple. Yes. Dann war die Idee der Judenräte, besonders für Polen, Jawohl. später auch für Ungarn, vorher noch, Jawohl, sagen wir, jawohl. für Holland. Es fing vielleicht an in Holland, Judenrat in Amsterdam, dann in Polen oder zur gleichen Zeit und zuletzt in Ungarn. Jawohl. Then came the question of Jewish councils, especially in Poland, in Hungary, or in fact, this started in Holland. Later came Poland and finally Hungary. Yes, this is correct, Your Honor. Diese Judenräte als Instrumente der deutschen Judenpolitik, sagen wir mal, erleichterten doch sehr die Ausführung der Maßnahmen gegen die Juden. Jawohl. Und sparten Personal. viele Arbeitskräfte und Personal. Jawohl. Sowohl Polizei als auch Beamten. Jawohl. And these Jewish councils served as tools in the hands of the Germans. They facilitated the mass steps against Yes. the Jews and saved manpower, Of course. manpower and also labor power. Yes. Also, as far as the police were concerned and other officers, Correct. Erwähnten Sie schon die Tarnungsbefehle, die von Himmler ausgingen. Jawohl. and then also you knew the orders for camouflage given by Himmler. Yes, of course. Diese ermöglichten durch Irreführung der Opfer die Arbeit zu erleichtern und auch die Juden selber einzuspannen in den Dienst ihrer eigenen Vernichtung. Jawohl, das stimmt. These made it possible by misleading the victims to make the job easier and also to harness the Jews themselves in self-extermination. Yes, this is quite correct, Your Honor. Wie hat sich der Aufstand des Warschauer Ghettos ausgewirkt auf die späteren Maßnahmen? What was the influence of the uprising in the Warsaw Ghetto on later actions? Aus die Konsequenzen, die die Führung daraus zog, wurde praktisch nur für Holland, ich glaube wenigstens für Holland und Ungarn berücksichtigt und entsprechend beobachtet. I understand the conclusions drawn from the ghetto uprising were only applied in the case of Holland and Hungary. Holland war es die Invasionserwartung und in Ungarn war es die vorrückende zweite ukrainische Front gewesen.
In Holland, one expected the invasion, whereas in Hungary, this was the front which was extending at that time. This was the Second Eastern Front. Fand diese Besorgnis in der ungeheuren Aktivität seitens der höheren Führung im Hinblick auf beschleunigte Räumung dieser Gebiete von Juden. What practical conclusions were drawn? The accused, this concern found its expression in tremendous activities developed by the high echelon in Hungary in view of a complete and accelerated evacuation of the Jews from Hungary. Ich frage aber jetzt, bestand irgendeine Besorgnis oder hat man das in Rechnung gezogen, die Möglichkeit eines jüdischen Widerstandes? Ja, natürlich, das war ja an sich die Ursache mit gewesen, denn beim Näherrücken der Front und Kontaktbildung mit den jüdischen Massen in diesem Zielland der feindlichen Armee, da hat man dann befürchtet, dass es zu Aufständen kommt und die Verteidigung irgendwie schwächt. Deswegen wurde der Ausdruck auch strategisch, aus strategischen Gründen gewählt. So denke ich mir das. Und ich glaube, dass ich damit sehr recht habe. Halevi.